Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen wieder zu Madden NFL 20 Face of a Franchise. Da sind wir wieder. Berny bei den Buccaneers. Jo. Und jetzt geht's gegen die Rams. Ne, Blödsinn, haben wir gerade gespielt, oder? Jetzt bin ich total verwirrt. Nein, jetzt spielen wir natürlich gegen die New York haben wir gespielt, genau. Das war ein knappes Match. Ich glaube, da haben wir knapp verloren, oder? Ich weiß gar nicht mehr genau. Jetzt spielen wir auf jeden Fall auswärts. Ja, dort Girly. Den werden wir zwar nicht sehen, weil wir ja nur in der Offense spielen. Aber egal. Unsere Stars, Berny natürlich. Mike Evans, unser Wide Receiver und ja, Lavonte David. Den sehen wir auch nicht, weil er seinerseits in der Defense spielt. Aber der ist natürlich top. Da bin ich schon gespannt, wenn die richtige Saison losgeht, muss ich mal die Typen auch alle anschauen. Gut. Nee. Ging das hier nicht mit den... Das habe ich letztes Mal schon gefragt, oder? Wo man die Events, nur die Ding spielen kann, die Highlights oder so irgendwie. Weil da könnte man vielleicht einmal kompakt 2 Spiele in einem bringen. Oh, Defense ist ja egal. Nehmen wir wieder Pete Carroll. Mike Shanahan. Pistol. Run and shoot. Das. Run heavy. Da will ich aber meinen Run eigentlich. Run and shoot probieren wir mal aus. Ich muss mir gleich dann meinen Zettel bereithalten. So. Ja, in weiß. Kann man mal machen. Es wird mal Zeit für ein Color Rush vielleicht. Achso, die spielen tatsächlich in Blau. Okay. Wir diesmal in Weiß. Oh, bei Rot auch wieder geil wäre, oder? Na, werden wir demnächst wieder mal machen. Los geht's, liebe Freunde. So, mein Schummelzettel. Parat halten. It's girly power. It's the coach. This is the 2019 season on EA Sports. Coming up, running back Todd Gurley, fresh off a standout performance a week ago, as it'll be the Tampa Bay Buccaneers taking on the Los Angeles Rams. I'll have scores around the league for you at the half, but it's time for a little football. So we'll hand it over to our broadcast team. Brandon Godden,
and Charles Davis. Coach, thank you much. EA Sports coverage of the NFL brings us to the City of Angels, Los Angeles, California. And a few short moments ago, running back Todd Gurley trying to fire up the Ram faithful here in Southern California as his guys get set to do battle with the Tampa Bay Buccaneers. Along with Charles Davis, I'm Brandon Gaudin. And Charles, you look at this Rams team as they interplay. They were winners last time out, so they'll be looking, Charles, to make it 2 in a row. And what I enjoyed when I watched their game tape and their victory last week is they put dann hätte ich gerne auch bei mir im Team Running Back, geil. Offense, good defense, and some key plays on special teams. Let's see if they can get that second win in a row. On the other side of the field for the visiting Bucs, an early season tilt. And when it's an early season tilt, should be ready to roll. Well, let's face it, the aches and pains haven't really set in yet, and both teams eyeing a really good start to get things going. So, mal schauen, ob wir überhaupt spielen. Sind wir Instant-Starter? Nein, nicht wirklich, oder? Schon mal 0 Punkte, ist schon mal gut. Schauen wir mal, was er uns vorschlägt. Ja, das gefällt mir schon einmal ganz gut. Ein Run, ja. Sehr schön. Oh, da haben sie aber gut gebandet. Alter Schwede, das hat ganz wieder verschlafen, hier drauf zu schauen. Boah, da war fast das Safety. Alter Schwede, war das knapp. Wow. Na, das wäre aber da fast super losgegangen. If you have to run the punter out there, he can successfully complete the punt. Yeah, didn't get a ton there, but at least some positive yardage. Here's 2nd and 8. Got a man, it's Brashad Perriman. And he'll get it up to the 12-yard line here. The reception good for 7. It's 3. und 1. Fired that one in there, able to make connection on a nice in route. With those faster passes when they're going that fast, any hesitation as a quarterback that the deflection, if you miss, gefällt mir das nicht. And lead to an interception? Yeah, and the deflection works both ways. Maybe a defender gets a hand in the way that pops in the air. Halt ihn fest, jawohl. Nice. Can't handle it, and he pops it up in the air for the defenders to grab as well. But a moot point there as they were able to connect. It's an 11-yard pickup. Thought they'd run it on 3rd and 1, not the case. Boah, da war schon knapp der Hit. Boah, alter Schwede. Was wir nicht vergessen dürfen, ich glaube, die Rams haben eine ziemlich gute Defense. That was a nice, easy rhythm throw right there, and they pick up the first down. Ellington. On the ground, Ellington. Boah, warum hat der 65er nicht geblockt? Moment mal. Haben die vielleicht eine gute Run-Defense? Sag hier mal, wir müssen kurz einmal Fehleranalyse machen. So geht das gar nicht. Nein, kein Screenshot. So wollte ich, genau. So, hier der 55er, der sollte eigentlich den da blocken. Also er schaut einmal nach links, okay, das ist schon mal nicht so geil. Er sollte eigentlich den vor sich wegblocken, das wäre doch perfekt gewesen. Der 65er hier, schaut sich den an. Ah, das Problem war, der wollte den 65er. Wieso läuft er nicht so wie Bell zum Beispiel jetzt hinter den her? Ich glaube, der macht das oft auch so. Läuft ganz entspannt jetzt mit dem hinten mit, der checkt den weg. Und er kann noch einmal hier einige Yards machen. Ne? Er will den links überholen und läuft in den rein. Naja, wenn man es nicht selber macht. Schade. Ja, wenn der Trainer will, aber ich glaube, ja gut, jetzt haben es nicht so viel in der Line. Aber schauen wir mal. Ich glaube, die Run-Defense, da müssen wir schauen jetzt. Ja, wieder nicht so geil. Wieder nicht so geil. Er ist gelaufen, aber wieder nur für 1-2 Yards. Das ist leider nicht so geil. Looking to throw. And
Boah, da haben wir jetzt ein mega Glück gehabt. Eigentlich wollte ich woanders hinschmeißen, aber ich habe den spontan gesehen. Alter Schwede, das war wieder Glück hier. Das war wieder Glück. Oh, da lieb, genau. Der ist auch ein guter Corner. Gott sei Dank macht er 54 hier den Misshit. Das war wichtig. Gecatcht und dann schaut sich das an. Gleich rausgedreht. Instant hat er den Gott sei Dank nicht erwischt. Also der Verteidiger unseren. Ja, komm, probier's noch einmal. Ball up to the 35 now as they come up on 1st and 10. Here's Ellington. Da kommt er schon wieder durch, ich glaube das nicht. Ja, ich glaube, das können wir, glaube ich, vergessen. Ja, zumindest so können wir wieder den Ball verlieren. Wow, okay, jetzt sind wir noch herrlich zurückgekommen. Aber wieder nur 3. und 3 wieder nur. Da macht er wieder diesen komischen Pingbuster, das gefällt mir gar nicht. Die laufen alle darüber, das gefällt mir auch nicht wirklich. Ja, komm, probieren wir den. The play action fake. They'll look to throw. Evans, jawolli. And he'll be taken down as that will take us nice. to the end of the first quarter of play. No score after one on EA Sports. Boah, macht nichts. Früher mal ein 0-1er Trap, aber der geht eigentlich nicht, aber vielleicht geht er hier, wer weiß. Ja. Oh, da wäre er sogar fast durchgezogen. Nice. Ellington, cool. Boah, schöner Cut hier und dann erwischt ihn leider am Fuß, sonst wäre er vielleicht sogar durch gewesen. Das war ein schöner Run hier. Da die 24. Da lässt er ihn schön stehen mit der Hand. Kommt er noch an, aber das ist natürlich kein Problem. Und der 90er unten kann ihn noch auf den Füßen erwischen. So, jetzt will ich aber noch einmal passen, dass die nicht glauben, wir laufen fast nur. Oh, auf Freund Evans, nicht Ellington, auf Evans und da ist der Touchdown. Ja, ich fasse es nicht. Ich hab's riskiert. Mike Evans. Ja, zweiter Touchdown in der Saison hier. Da schiebt er den Verteidiger einfach mit rein in die Endzone. Johnson, der dritte. War er leicht so unentschlossen. Ja, sehr nice. Okay, das fängt schon mal gut an hier auswärts. Gun and Run. Trotz leichter Anfangsschwierigkeiten gar nicht einmal so schlecht. So, und den 0-1er probieren wir noch einmal. Vielleicht funktioniert er hier. Und go. Oh, da kann sie dann einen Hit, aber das waren schon mal 5 Yards, oder? Ah, es steht 7:7. Shit, wir haben eine kassiert. Okay, na super. So, gleich noch einmal. Ja, durch die 4 Receiver draußen, das finde ich eigentlich immer den besseren Run an und für sich. Dadurch sind nicht so viele Leute in der Mitte. Aber das war... I do know from experience that when you slow down someone's running game, you're now doing the dictating on defense. Dritter und Short, ja. Ja, aber 3 mit Stick, glaube ich, funktioniert nicht wirklich. Ja, probieren wir den mal. Bucks on 3rd down. A perfect 3 for 3 as they look to keep that streak going. This time it's 3rd and 3. They'll drop the throw. Fuck! Jetzt wollte ich noch einmal den gleichen Spielzug wieder auf Evans. Da ist er aber mitgelaufen mit ihm.
Ah, das war schlecht. Peters hier. Ja, der war scheiße leider von mir. Gebe ich zu. Da wollte ich wieder den gleichen machen auf Evans. Aber das sind gleich intercepted. Ja. Fuck. Sorry. Ah, safe, der eine war frei, hätten wir das First Down bekommen. Ja, und jetzt geraten wir, wenn Todd Gurley hier wieder zuschlägt, vielleicht in Rückstand. Oh, Glück gehabt. Alter Schwede. Ah nein, wir sind ja wieder, ich habe wieder nicht geschaut. Die haben wieder gepantet auf die 2. Oh, Gott sei Dank. Boah, in 2 Minuten jetzt aber runterkommen. Puh. Na, schauen wir mal. Könnte allerdings schwierig werden. The half will join who, Charles? The coach. The coach, Jonathan Coachman, standing by in Orlando. He'll have stats and scores from games in progress as well as. Nein, fuck, nicht. Oh Gott. The perennial Pro Bowler Aaron Donald gets the Da kommt er durch, der Pro Bowler. 2 sacks last week, another one right here. He's been unblockable lately, and I think that goes all the way back to not just his offseason, but the film study he's been doing during the week. Na, will zu lang. Gott sei Dank sind wir nicht ganz zurück in die Endzone. Da im Wurf kommt er da. Ja. He's even defeated double teams. He doesn't care at this point. Ja, was ist denn das? That huge loss on the sack makes this job much more difficult. It's now 2nd down and 22 yards to go. Looking downfield for Godwin. And it's knocked away and incomplete. The intended target was Chris Godwin, and it's 3rd down. Well, that certainly looked like something that they discussed all week in practice, getting ready for this one. Take the big shot right out of the gate. At worst, you'll open up the defense a little bit, loosen them up, have them back on their heels. The Bucs on 3rd down. They've been good, 3 for 4 thus far. This will be 3rd and a mile. Back to throw now in his own end zone. A look over the middle, and he's got Perriman. Mehr ist noch nicht drin, leider. First of their timeouts as they'll head to the sideline. Jo, jetzt haben sie gepunktet. They'll try and start this drive in the air. Looking for Perriman there. He's got him. And not much to speak of. Call it a 1-yard gain up to the 26. Wir sind noch im zweiten Viertel, aber the Bucs going to use the first of their timeouts as they stop it with 16 seconds to go in half number 1. The last play got just a yard. Here's 2nd and 9 from the 26. 2nd and 9 now. And that'll be incomplete with 11 seconds remaining now. After an incomplete pass on 2nd down, that'll leave him trying to convert on 3rd and 9. They'll set up to throw. Der kommt ja wieder durch. Ja gut, da kann man nichts machen. Ja, lässt er uns nicht spielen. Naja, danke Coach. Danke Coach. They'll come out throwing here to start the drive.
Er zählt noch nicht fest, leider, Evans, schade. Viel hoch war er wahrscheinlich. You know, despite the scoreline, I think they've got to like where they are here. They're on the road and just one big play away from getting right back in this game. I'm going to follow right along with you because the spot they're in now is a credit to their defense. They've kept them in it by making the plays that they've made, and that just can't get away, and he's taken down. The defensive play. Wieder der 99er, ja. Defense Line da, die O-Line da, bei denen ist sehr gut. Jetzt irgendwie, keine Ahnung, jetzt kommen sie immer mehr durch am Anfang. Weiß auch nicht genau. So. Bucks on third down. They've hit it 50%, 3 of 6 to this point. This will be a tough 3rd and 18. He'll drop to throw. And a throw there going to be incomplete. Er hat zu spät geworfen. Jetzt geht gar nichts mehr. Viel Goal gemacht, die Jungs. Ja, sehr geil war der wieder. Sehr geil. Alter Schwede, Leute. I'd be really cautious about continuing to call this play because you got to know, defenders, if they get a free shot at the QB, they want to take it and they want to take it big. And they got it there on the option play for a loss. Now, meanwhile, here's a second down throw that's knocked away and incomplete. He was looking for Brashad Perriman, and it's 3rd down. You know they wanted, you know they expected, they needed him to be sharp coming out after the half. Unfortunately, he's missed his first 3 throws. I wonder if he got out late and missed his warm-up time. The whole team did come out a little bit later than usual. I don't know, maybe there's something to that. Must have been a heck of a halftime speech. Yeah, maybe just trying to rally the troops back from this deficit. Now on 3rd and long, they'll look to throw. And that will be incomplete. The rookie from Washington, Taylor Rapp there to knock that Jetzt sind wir komplett draußen wieder. Gott sei Dank die Defense wieder bei uns ein bisschen zugeschlagen. Er rennt einfach gerade raus in den Reihen vor. War nicht schlecht. Let's talk a little football 101 here because one of the keys to advancing the ball downfield. Ein bisschen laufen, das war wenigstens halbwegs noch erfolgreich. We know between 2nd and 4 and 2nd and 8 and 9. And he'll get it down on the play to the 37. A gain of 5, good enough for the 1st down. At this stage of the game, the run-pass numbers are a little bit out of whack because most of the yardage has come through the air. But in a sense, that just sets things up for big runs like that because the defense might be a little bit off balance. Schöner Cut, nice. Another 1st down with that run. They'll be brought down on the 30-yard line after a gain of 6. I think we can safely say that those types of plays are the backbone of this offense. We know not every run's going to be a big hitter, but you know they'll take that type of result on each and every attempt. Aha, da kann wieder nicht festhalten. What a difference a week makes. Last week he hit on over 80% of his passes. This week he's down under 50%. What do you see as the difference? Well, I think we're used to seeing a drop. If someone's over 80%, they're not going to hold that number, not in this league. But a drop under 50%, that just tells me that the defense, they spent a lot of extra time on game films and came up with a really good plan to try and chip away at his timing. Out of the gun now on 3rd down. Ja, danke, O-Line. Credit that sack to Dante. Ja, keine Chance, leider. Leider keine Chance. And he'll give it here to his running back. And he is brought down at the 22 after a gain of 2, and it brings up 2nd down. Back now in Los Angeles. It's Buccaneer football, but they've got work to do. They find themselves behind here to start the 4th quarter. They'll set up a throw. Over the middle to Evans.
One thing I think that's safe to say defensively, the tackling's been really good. And because of that, it's been very, very hard for them to move the ball because you're not getting the benefits of run after catch. You're tackling them almost on the spot. That means you have to run extra plays, harder to move it. And he's going to have the first down yardage as he's down at about the 30-yard line. Yo. They're able to convert with a gain of 4. This possession means so much for them. They've got to focus on this drive and find a way to make this a one-possession game. Yes. Got to get a score. Yeah, so good with a field goal. Don't necessarily need a touchdown. This quarterback now perfect since the second half started. 7 of 7. It's first and 10. Mike, 58 right there. Big stop, G. Big stop. Let's go. Check 3. Check 3. Check 3. Back to throw here. And down he goes on the pressure from the Rams. Da kommt durch. Super. Perfekt. Littleton. The blitz works to perfection as he gets in there to dump him for a loss of 8. And you hate to say it with a rookie quarterback. He's done some good things, but overall, a little bit overwhelmed back there, hasn't he? He certainly has. But in his defense, he hasn't had a lot of time to throw the football. You like the way I said that? In his defense. In his defense. Das war's schon wieder. You see what I did there? Yeah, he needs better protection, that's for sure. It'll be a loss of 1, and they're going to face an uphill battle here on 3rd and long. Well, I know it goes against the instincts of the person catching the ball because all you're ever taught is catch the football. Ja, da kommt wieder. Drop it there. Yeah, in that situation, dropping it would have been better. End up losing yardage, even though they completed the pass. As good as a sack. Yeah, how about that? Although they Ah, won't get the 4. same 2 credit nur, for it, leider. and it won't help them at contract time. Boy, they had a lot of real estate to make up there, but what a big-time play for them. Nice completion, excellent gain. Now they're in 4th and manageable. Just a little short, though, with that marker. All right, they're going to try and keep hope alive. Den spielen wir aus hier. 4th down. They're going for it. As expected, they're going for it to keep the drive. Ja, da kommt wieder durch, der 99er. Ja, da hast keine Chance. Hast keine 3 Sekunden Zeit hast. Der Donald wieder, da ist er wieder. Ja, da haben wir abgekackt gegen die Rams, da können wir nichts machen. So now the Bucs down by 13, a little under a minute 50 remaining. They'll come out throwing here on 1st down. He finds his target, it's Evans. And he'll be upended at the 28-yard line. Just a 3-yard gain there. The completion good for 3, and it's 2nd down. Short play like that in this situation this late, that's a win for the defense. No doubt. I remember something Coach Madden used to talk about all the time. Sometimes you can't just take what the defense gives you. You have to take what you need. And in this case, the offense is taking what the defense is giving them, not what they need. One thing you're hoping for when you run drag routes, you're able to hit a receiver in stride, and he can pick up a lot of yardage after the catch. But in this situation, the defense was effective, able to stop him before he could get a good head of steam going. The Bucs forced to use their 3rd and final timeout as the clock shows 50 seconds to play here in quarter number 4. He'll look to throw. Over the middle, he finds Godwin complete. Flag auch noch. He brought down somewhat awkwardly here, and a late flag as well. I think this one's going to be a face mask. Na, endlich mal ein Face Mask hier. Well, when you're leading in the 4th quarter, that's not the penalty you want. Not at all, and now your discipline comes into question. Having poise this stage of the game, you can't have those kind of plays. And now it's 1st and 10, a big mistake, especially when you factor in the personal foul yardage. This will be caught at about the 6. This will be stopped about 2 yards wir haben kein Timeout mehr. 8-yard gain, 2nd and 2. Let's just break this down and make it pretty simple. Key to the drag route, letting the play develop. Ja, da kommt er nicht rein, ich fasse es nicht. And giving your athlete, yes, athlete, a chance to make something happen once he has the ball in his hands. Ja, geht ja nicht mehr aus. The catch on 2nd down, but Ein Yard von Touchdown sind wir hängen geblieben leider. Aber hätte auch nichts an der Niederlage mehr geändert. Da waren wir gut angefangen. Und dann... Ja, Donald 3-6.
Der ist immer gut durchgekommen. Der Pro Bowler, ja, da können wir nichts machen. Das war unterm Strich zu wenig für uns. Ja gut, die Rams sind stärker wie wir, also das ist so leider. Wir müssen dann punkten gegen andere. Ja, Rushing, ja, war dort Girl anscheinend auch nicht so berühmt. Pass haben sie viele gemacht, 175 Yards. Graf 4, ja, hätte ich gar nicht geglaubt. Ich glaube, die laufen mehr, aber vielleicht wollen sie unseren Mittelleitbanker ein bisschen ausweichen oder so, ich weiß nicht. Ja, Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir werden jetzt nicht mehr rausgehen, weil draußen ja wieder die Musik kommt, ihr wisst schon. Wenn ihr wissen wollt, gegen wen wir nächstes Spiel spielen, schaut einfach am Anfang vom Video rein. Dann seht ihr oben in der Liste, wer als nächster kommt nach den Rams. Aber ihr wisst ja, wenn wir jetzt rausgehen, kommt auf einmal die Musik wieder, obwohl ich es ausgestellt habe. Das muss ein Bug sein. Aber egal, also Goff hat auch nur 54,5 Completions, aber 1475 Yards. Dürfte für ihn einfach besser gelaufen sein. Ja, hab da kein Konzept gefunden. Immer wieder der Sack, die sind immer durchgekommen, immer auch der 99er. Ja, eine Interception ist jetzt noch halbwegs okay, sage ich, aber mehr haben wir eh nicht geworfen. Da wollte ich unbedingt wieder den gleichen Spielzug machen. Funktioniert noch einmal, wenn der da innen reinläuft, aber nein, da kommt nämlich nicht nur, dass er nicht ankommt, nein, er muss ihn gleich intercepten natürlich. Auch logisch, ja, aber das, so kann es laufen beim Football. Auch der allererste Spielzug, den wir gehabt haben, ich habe wieder nicht gesehen, dass wir nur da auf der 2-Yard-Linie oder was gestartet sind. Fast der Sack und fast gleich am Anfang auch gleich der Safety, also wer weiß, wie dann das Spiel gelaufen wäre. Aber gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr habt wieder ein bisschen Spaß gehabt trotzdem. Wie gesagt, wenn wir irgendwann mit Marzio wieder mal Zeit haben, dass wir mal die normale Saison weiterspielen, unsere mehr oder weniger Multiplayer-Saison, ja, da spielen wir auch dann die Defense und so, gut, da dauert aber das Match dann auch mehr oder weniger doppelt so lang. Aber am Abend einmal in einem Livestream vielleicht, wenn es passt. Schauen wir mal. Für heute sage ich danke fürs Zuschauen. Und ja, die Rams, für uns eine Nummer zu stark aktuell. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Danke fürs Einschalten. Ciao, ciao.